Alrighty, then und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir, Basti, und wie angekündigt sind wir auf W50. Allerdings hatte ich zuletzt einen kleinen Fehler drin gemacht. In dem Video, da sprach ich davon, dass ja W50 unter anderem auch mit S43 fusioniert werden würde. Das ist aber gar nicht der Fall, denn tatsächlich werden nur W46 bis W50 fusioniert, aber das ist trotzdem ganz interessant, weil W50 ist von den Servern der stärkste, aber halt auch der jüngste Server. Und gleichzeitig ist es dann Fusion F24. Und dann gibt es auch noch den Fusion F25. Und der besteht dann zum Beispiel aus S43.de. Und das wiederum heißt so ein bisschen, ja, also wenn man mal schaut, die sind alle 2021 gestartet, aber S43 ist meines Erachtens nach im September gestartet, wenn ich das noch so recht in Erinnerung habe, aber irgendwie bin ich mir auch nicht mehr sicher, weil ich finde es auch im Discord nicht. Also eigentlich hätte ich gedacht, sind die Welten dann auch neuer, weil sie ja auf F25 unterwegs sind, aber so richtig kriege ich das nicht raus. Nichtsdestotrotz, auf W50 haben wir ein paar aktive Spieler von früher, wo ich mal schauen will, ob die noch mit dabei sind. Aber man kann auch mal gucken, wie es auf W46 zum Beispiel aussieht. Im Moment ist der höchste Spieler, glaube ich, auf 611, wenn ich das so richtig sehe. Der Assassine Duke Menu aus der Gilde Avalanche. Und dann haben wir die Gilde Oblivion noch oft dabei. Mit Spielern vom Level her zwischen 580 und 600, aber auch vom Hauptattribut auf über 200.000 mit Abstand, 262.000 Wave hier am höchsten geskillt. Man sieht natürlich nicht alle Skillpunkte, trotzdem sieht man viele starke Magier dabei. Eine Assassine eben, auch einen Berserker findet man hier ziemlich weit oben und auch vom Level her sogar etwas weiter mehr noch und ein paar Krieger. Schon mal interessant, dass es eben W46 ist der älteste Server dieser Geschichte. Ja, leider kann man nicht mehrere Gilden, glaube ich, aneinander legen oder mehrere Server, meine ich. Wir haben hier zum Beispiel auf W47 dafür 3 Spiele über 600 schon. In der Top 20 vom Level her knapp ein bisschen schlechter, von Hauptattributen her minimal schwächer, aber da ist zum Beispiel das Silver Player dabei, der stärkste Berserker der neueren Zeit, möchte ich sagen. Und hier sind auch wieder Krieger dabei, Magier, Druiden sehen wir hier. Ja, da sind auch viele Druiden dabei. Ich weiß, glaube ich, auch, dass S43 der Druid-Server war. Und das heißt, auf W47 gab es den dann und auf W46 vielleicht nicht. Also könnte ich mir vorstellen, weil es viele Druiden in der Spitze sind. Auf W48 haben wir dann schon weniger Druiden oben dabei. Der wurde ja dann peu à peu immer weniger gespielt. Man hätte natürlich auch mal schauen können in die Analyse, was die Druiden betrifft. Also hier auch viele Druiden noch am Start auf W48. Also da war der noch relativ neu, dieser Charakter. Hier haben wir noch keinen über 600, aber knapp davor. Battlemage on top, Airbox, den kennt man ja auch. Sehr starker Krieger. Ja, hier ansonsten auch viele Berserker dabei. Vom Durchschnittslevel sieht man den Unterschied und hier sieht man auch von den Hauptattributen sehr starken Unterschied in der Masse. Vom Verhältnis her auf W49 sieht es von den Attributen in der Spitze ein bisschen besser aus. Er kann natürlich krass hoch geskillt sein. Vom Level her sieht man auch dort einen Unterschied nochmal zu W49. Aber auch wieder hier ein Assassine sehr stark dabei, überhaupt sehr weit oben, viele gute Assassinen. Blastoise als Krieger, auch bekannter Name. Man hatte diese Server die ganze Zeit auch mitbegleitet. Brox, wenn ich das schon lese, also auch eine sehr interessante Zusammenstellung. Und in der Spitze, ja, hier wird das Feld dann ein bisschen flacher oder geht doller auseinander. Das ist dann halt ganz normal, weil der Server eben nicht ganz so alt ist. Das Ganze kann man sich halt mit W50 nochmal anschauen, aber hier sieht man, dass im Levelbereich in der Spitze der Unterschied halt extrem groß ist. Deshalb haben die Spieler rund um W50 echt die Chance, sich sehr weit vorzupushen oder auch die Gilden. Wir haben die Quitappens wieder dabei, wir haben eben auch Knights Fusini dabei, wir haben die Holzfällerhütte dabei, die Top 3 Gilden seit längerer Zeit. Und hier ist zum Beispiel auch Avox wieder dabei als Kundschafter, also der hat 2 krasse gute Chars auf dem Fusionsserver dann, was auch speziell sehr interessant ist. War es dabei, der den Community
Open Brief seit 38 Tagen, Stand jetzt zur Aufnahme bringt, der extrem viel Bewegung reingebracht hat. Im Discord kann ich nur empfehlen. Taube natürlich mein allerältester, bekanntester Spieler im Online-Business hier neben, ja, zumindest hier an der Spitze. Das ist halt echt krass, wenn man das so sieht, ja. Und jetzt gehen wir hier nochmal ans Detail in-game, denn da waren eben auch Spieler bei der Players to Watch dabei. Der Affenkopf spielt auf 507. Ich glaube, er war weitestgehend Free-to-Play, wenn ich das so recht in Erinnerung habe. Und ist ja auch schon auf 507, das ist geil. Dann haben wir eben den Avox, haben wir schon erwähnt, auch in meiner Players to Watch gewesen. Er spielt hier einen sehr krassen Char. Hier können wir uns nochmal die Skills auch genauer angucken. Also 89.000 ist sehr ausgeglichen. Und von den Basisskills über 70.000, also 140.000 Basisskills schon dabei. Sehr stark. Dann gab es auch einen anderen Avox, der auch bei The Prophecy ist, aber mit 2x. Der kann da nicht mithalten, der ist jetzt ohne Tränke unterwegs. Ja, das ist Frage. Dungeon Pause aufgelöst, 21 Level gemacht. Ob er noch spielt? Also zumindest hat er noch einen Mount, das ist schon mal viel wert. Dann Double Trouble, das war ein Assassine, konnte ich mir immer sehr gut merken. Spielt auch bei Dead Valley einen sehr guten Char. Wir sehen auch hier von den Skills her, eigentlich nicht weit weg von Avox. Vom Level her minimal weit weg, aber von den Skills her nicht sehr weit weg. Also das ist stark, ist auch Rang 39. Esther können wir rausnehmen. Ich glaube, den hatte ich damals schon fast nicht mehr auf dem Schirm. Fräulein Hau drauf. Dead Valley, Spieler von Battle oder als Battle Mage, auch sehr stark dabei. Auch hier sehen wir die Skills sehr ausgeglichen, knapp unter 70.000. Das ist alles nicht sehr weit weg. Krebo, Dead Valley, hier sehr starker Krieger auch. Und der hat von den Skills allerdings dann doch einen kleinen Unterschied. Also sieht sehr stark aus, auch vom Level her. Aber in den Skills sieht man dann doch einen Unterschied. Das ist dann halt ja auch der Unterschied, warum er am Rang nicht ganz so weit oben ist. Klößchen in der Halsfällerhütte dabei. Let's Runes mit 553 ohne, ja, ohne Gilde als Battle Mage hat wahrscheinlich irgendwann aufgehört. Oder? Weiß ich nicht. Hat noch volle Tränke drin. Muss ich mal schauen, was damit ist, weil eigentlich auch gar nicht so schlecht unterwegs. Wenn er natürlich jetzt schon eine Weile nicht spielen würde, dann würde das auch die Skills erklären. Ich bin mir noch nicht so sicher, weil vom Level her sieht es auch so aus. Einerseits könnte er noch aktiv spielen, andererseits hat er vielleicht schon lange nicht mehr gespielt und hat halt einfach nur so viele Tränke vorgekauft. Werden wir mal beobachten. Mr. Fluffy Jr. macht mit 565 hier mit, hat aber auch keine Tränke mehr drin, ist noch bei Dead Valley. Ja, auch mal schauen, ob sich da noch was dreht zur Fusion. Nocto 559, der ist auf jeden Fall aktiv, wie es aussieht, als Assassine auch bei der Holzfällerhütte dabei. Und auch er hat schon die über 60.000 Skills mit 559, ist ja auch aktuell Top 60, also er spielt sehr aktiv mit. Dann haben wir die Vanessa, die als Mage dabei ist und weitestgehend auch nicht so viel Geld investiert hat, glaube ich, in den Char. Also das ist so eher, ja, mit 65,9k Stand jetzt. Das ist auf die Länge der Zeit hingesehen, ist ja bald 3 Jahre auf jeden Fall. Ja, nicht Free-to-Play, aber jetzt auch nicht zu krass Pay-to-Win. Da sieht man zwar einen Unterschied in den Skills jetzt in der Spitze, trotzdem aktiv dabei und nimmt diese Fusion in Crit Happens mit. Also das hoffe ich bleibt auch dabei. Man weiß ja auch, wie es ist, wenn Gilden dann fusionieren, dass es auch vielleicht Bündnisse gibt, um noch stärker zu werden. Werden wir sehen, wie das die Gilden auf W50 und auf allen anderen Servern machen. Dann haben wir den Reinhold, der wollte immer in die Players to Watch mit rein, dann habe ich ihn, glaube ich, einmal vergessen. Ist jetzt hier mit 518 als Mage am Start und hat relativ viel auch Free-to-Play gespielt. Ich weiß nicht, ob er jetzt grundsätzlich Free-to-Play unterwegs ist. Das kann er ja mal gerne schreiben. Aber er wird die Fusion mitnehmen bei der Gilde und die Crew stand jetzt. Stormhunter 1 mit einem 30er Mount dabei. Ja, genau. Hat er immer mich in der Beschreibung drin gehabt. Bei der Holzfällerhütte auch komplett Free-to-Play for Life und etwas entspannter unterwegs. Aber auch aktiv, wie es aussieht. Also, ja, auch für die Spieler wird es interessant sein. Also jetzt sind es Rang 760 ungefähr. Wo landet man dann bei der Fusion, ne? Also heftig, heftig. Taube, da ist er. Der Taube. Ein sehr starker Char. Er ist von den Skills her nicht ganz ausgeglichen. Kommt insgesamt aber auf ähnliche Werte wie Avox. Also die beiden
die sind auch haarscharf beieinander hier. Und für Taube wird es natürlich auch extrem interessant sein zu sehen, wo die Reise dann hingeht auf dem neueren Server. Wir haben gesehen, es gibt ein paar höhere Level, höhere Chars. Es gibt auch ein paar Chars natürlich dann mit mehr Attributen dementsprechend. Aber das kann man natürlich alles dann auch noch so ein bisschen rausholen durch aktive weiterfolgende Spielweise. Und Tobi 5, der Doppel-T-Tobi, auch weiterhin am Start, weitestgehend Free-to-Play gespielt, hat sich auch auf 521 gespielt. Also das geht. Ja, man kann gute Level über 3 Jahre erreichen, wenn man aktiv dabei bleibt, alles mitnimmt. Da kommt man auch locker über 520. Viel weitere im Level als viele Chars, die ich angefangen habe zu spielen, die nur ein halbes Jahr durchgehalten haben oder so. Das ist halt krass. Universe ist auch noch dabei, 585, solide. Aber der hatte ja zwischendurch, glaube ich, aufgehört, kam dann wieder. Ich weiß nicht so richtig, was ist, zumindest auch von den Skills her. Er war zeitweise der bestgeskillteste Spieler auf diesem Server. Da hat er auf jeden Fall durch, weiß ich nicht. Also, was da alles so für Gründe dabei waren, dass er nicht gespielt hat. Zumindest hat er da auf jeden Fall aufgehört. Aber ist vom Level her auf jeden Fall weiterhin gut mit am Start. Und kann Dead Valley da auch weiterhin unterstützen. Yuka aus der Holzfällerhütte. Ja, nicht so übel als Berserker hier mit den Skills. Also da sieht man im Hauptattribut, sieht es gut aus bei Ausdauer. Da fehlen dann 20.000 zur Spitze. Aber ansonsten auch solide weiterhin am Start. Und da Silverplayer, der war auch immer lange dabei. Von Anfang an auch ganz oben. Ja, der hat ja, glaube ich, auch einen Top-Char auf W47. Ich glaube, das war ein Magier, wenn ich mich nicht irre. Oder irgendwie, also irgendwas war mit seinem Namen, glaube ich. Ich kann es, ja doch, er hat einen Main auf W47. Also das ist halt dann auch interessant. Das sind sie dann also die Spieler, die bei mir auf der Liste sind. Die meisten sind nach wie vor aktiv geblieben. Also wenn ich immer wieder diese Players to Watch gemacht hätte, hätte man diesen einzelnen Fortschritt der Spieler auch weiterhin gut gesehen. Und falls jemand von euch halt auch auf W50 unterwegs ist oder respektive auf einen der anderen Server, ich hatte glaube ich auf W47 auch eine Players to Watch, deshalb kenne ich das Silverplayer halt auch ganz gut. Der kann mir ja gerne mal schreiben und dann spätestens zum Fusionsstart am 7.2. und dann dem entsprechenden Video darauf auch noch mit in der Liste mit drin sein. Und ja, bin echt gespannt, wie sich dieser Server dann auch entwickelt. Man könnte auch noch die Elevator-Top-Listen durchgehen und schauen, welche Werte die jeweiligen Gilden erreicht hatten zuletzt, um da auch einen Eindruck zu kriegen, wie es halt auch im Vergleich zu anderen Fusionsservern sein wird. Aber natürlich sind die neuesten Fusionsserver meistens die, die erstmal hinten dran stehen. Trotzdem W50. Mit W50 kommt auch einer der stärksten Einzelserver in der Shakes & Fidget Geschichte. Vor allen Dingen in der neueren Shakes & Fidget Geschichte jetzt auf einen Fusionsserver. Und das alleine schon ist auf jeden Fall für viele Spieler wieder ein Highlight. Und könnte zu einer gewissen Grunddynamik definitiv führen. Ja, jetzt schauen wir nochmal, also hier die Gilden uns an. Also wir haben gesehen, viele Spieler hier, das ist Top 15, da haben wir aktive Spieler drin. Also wir haben ja sicherlich 20, 30 Gilden, die wirklich auch aktiv sind, mehr oder weniger. Gerade in der Spitze sehr aktiv. Crit Happens Dead Valley mit Abstand vorne. Ja. Das wird man sich, ich denke, das war Let's Runes hier der Platz vielleicht. Keine Ahnung, was mit Let's Runes ist. Ich weiß es einfach nicht.